Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Die neueste Ausgabe geht dieses Mal hier um den Anschlag, den Parallelanschlag für die Bosch GTS 10. Das Ganze gilt auch für die Bosch 635-125, glaube ich, heißt die. Und zwar den Parallelanschlag einstellen, dass der nicht schief schneidet. Das hatte ich nämlich zuletzt. Und dazu habe ich mir ein Justierset gekauft, selbst gekauft. Das heißt also, ich bin nicht gesponsert, ich möchte das nur gerne vorausschicken. Der Simon hat eine wirklich tolle Geschichte hier draus gemacht und das wollte ich natürlich erstmal einfach testen. Bevor ich irgendwas weitergebe, teste ich die Sachen eigentlich auf Herz und Nieren, denn ich werde weder dafür bezahlt, noch werde ich in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Darum seid gespannt. Wir legen jetzt los. Ja, das hier ist der Parallelanschlag meiner Bosch GTS 10 XC. Und zwar geht es eigentlich darum, dieser Parallelanschlag, ich lege den schon mal auf Seite, wenn ich etwas Größeres schneide oder irgendwas mache. Und dann habe ich natürlich das Problem, der fällt schon mal runter. Ja, der rutscht einem aus den Fingern und ist einfach weg. Und anschließend ist das ganze Ding krumm und schief, beziehungsweise man kann es nicht richtig einstellen. Und um diese Einstellung geht es heute. Mit dem Einstellen des Parallelanschlags ist immer so eine Sache. Also ich habe es bis jetzt immer so gemacht. Einfach hier rüber gezogen, hier unten die Kante angesetzt, ihn festgemacht. Und dann kann man hier an der Seite sehen, wie zum Beispiel jetzt hier. Ich habe es jetzt lose gemacht und etwas übertrieben, aber der Spalt hier ist halt viel weiter als hier. Also das heißt, das Teil geht hier rüber. Jetzt habe ich früher einfach dann hier die Schrauben gelöst. So, habe hier unten meine Kante angehalten, den etwas darüber geschoben, so lange, bis ich so ungefähr der Meinung war, dass es stimmt. Habe das Ganze festgedreht und dann auch natürlich hin und her geschoben, so, festgemacht, ja. Und hier, glaube ich, kann man sehen, dass es wieder nicht stimmt und dann so lange rumexperimentiert, bis das irgendwie passte. Um das natürlich jetzt wirklich mal hundertprozentig einzustellen, bin ich durch ein anderes Video auf den Simon gekommen. Der hat seinen Kanal Denksport, verlinke ich euch auch mal. Und da kann man dann, der hat mir so ein nettes Päckchen geschickt. Also ich will erst nur sagen, was man noch dabei, eventuell eine Feile braucht man noch dazu, eine Schraubzwinge, ein 2 mm Imbus und ein 6 mm Imbus. Wie gesagt, das habe ich eben schon gezeigt. Das ist, um hier oben die Schiene loszumachen. Aber kommen wir mal zu dem Paket. In dem Paket sind halt mehrere Sachen drin. Ich habe mir jetzt hier die Einstellhilfe V2 Bosch GTS 10 X10 geholt. Das ist ein ganzes Paket mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten oder Teilen, um das Ganze einzustellen. Ich brauche jetzt nur ein wenig davon. Das Teil hier legen wir mal weg. Das ist, um das Sägeblatt einzustellen, ob das gerade steht oder nicht. Als erstes ist hier in der Plastiktüte solche Stopper. Ich komme auch rüber. Und zwar ist das aus 3D, aus Plastik, so ein Teil mit einer Schraube, um das Ganze in der Nut festzumachen. Hier guckt eine Schraube raus und da ist halt für diesen 2 mm Imbusschlüssel, für diese Schraube rein oder raus zu fahren. Diese Teile kommen jetzt hier in die Schiene rein mit der Schraube nach vorne. Also das heißt, so, das kommt hier rein in Richtung Parallelanschlag. So. Mit dabei ist eine solche Mutter und damit kann man jetzt halt einfach dieses Teil in der Not festschrauben. Als ich das neu bekommen habe, und das ist auch bei diesem Teil hier so, klemmte das etwas. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Schienen ja lackiert sind und dass es etwas dicker oder dünner ist und dann passt das Ganze nicht. Meistens, so was bei mir ist hier oben diese Kante, diese hier, die ist zu dick. Dafür habe ich mir jetzt diese Feile genommen. Die hat ja an der flachen Seite eine unbehandelte, eine glatte Seite. Und damit bin ich dann einfach in diese Fuge rein
und habe das nur ein kleines bisschen passend zurechtgefeilt. Ja, wenn das jetzt zurechtgefeilt ist, ich habe jetzt hier dieses Teil so ungefähr, diese Schraube hier vorne ungefähr 3 mm rausgeschraubt. Das ist später hier oben mein Anschlag, von dem ich aus messe. Bevor ich das jetzt wieder in die Führung hineinschiebe, gibt es hier noch eine zweite Führung. Und zwar ist das so ein Nutstein, das heißt, er kommt auch hier rein, der führt das Ganze nachher. Und zwar muss ich ja mit irgendetwas den Abstand messen. Und dazu muss man eine Uhr haben, eine Messuhr. Das sind jetzt hier 2 Schrauben, die hier oben so ein Vierkant haben. Unterlegscheiben. Und das ist der Führer für die Messuhr. Das Ganze wird dann im Prinzip so ein bisschen aufeinander geschoben, Schrauben durch, dass die hier unten mit dem Viereck in dieser Führung drin verschwinden. Eine Unterlegscheibe drüber und dann diese schönen Griffe, die auch dabei sind, einfach damit das Ganze dann jetzt zusammengeschraubt. Und zwar auf beiden Seiten. So sieht das Ganze dann aus. Das schiebe ich jetzt auch hier in die Nut rein. Nehme mein Endstück und diese Halterung und schiebe das auch rein. Mache das hier oben ein bisschen mit der Schraube, mit der Mutter wieder fest. So, dann habe ich hier eine Messuhr. Wie gesagt, die verlinke ich unten drunter. Das ist so ein Paket und das ist die Messuhr. Die zeigt halt jetzt an und man kann die auch nullen. So, wenn ich jetzt hier einen Abstand messen will, kann ich das hier, wenn das sich rein oder rausschiebt, wird die Entfernung gemessen. So, diese Uhr wird einfach hier in den Halter reingeschoben. Da ist eine Aufnahme drin. Räumen wir das Ganze mal weg. Und zwar, damit sich der Anschlag nicht verschieben kann, klemme ich den jetzt mal hier vorne fest. Ich schiebe das hier rüber. Hier bis an den Anschlag. Drücke das fest. Wichtig ist, dass man da oben diesen Anschlag auf 0 gestellt hat. Hier habe ich ja 3 mm die Schraube rausgedreht. Da hinten sollte sie ganz drin sein, damit der nicht aus Versehen schief gezogen wird. So, hier unten klemme ich jetzt mit einer Schraubzwinge das Ganze ein bisschen fest. Muss nicht allzu stark sein, nur dass es sich nicht bewegen kann. Solange der Anschlag noch zu ist, öffne ich die beiden Schrauben hier oben. So. Und jetzt erst öffne ich den Griff. So, dadurch ist jetzt die Leiste hier lose und man kann die hin und her bewegen. Hier oben durch die Schraubzwinge ist das fest und hier kann man das hin und her schieben. Das ist ja jetzt meine Uhr. Die schiebe ich mal hier an den Rand, mache die an, nulle die. So, das ist 0 und schiebe die dann hier einfach mal entlang. Und da kann man sehen, bei mir ist jetzt Uhr auf 0,56 Zehntel. Das heißt, mein Anschlag geht jetzt hier in diese Richtung. Würde er in die andere Richtung gehen, würde hier ein Minus stehen. Ich habe es eigentlich immer gerne, wenn das hier hinten in dem Falle auf Minus steht. Das heißt, dass der Parallelanschlag so schräg weg steht. Und zwar damit das, wenn ich ein Brett schneide, dass das nach hinten auseinander geht und das Platz hat. Geht der Anschlag hinten zusammen, besteht die Gefahr, dass sich das Brett hier zwischen Sägeblatt und Anschlag verklemmt. Und das kann dann dazu führen, dass dir das gegen das Brettteil einfach entgegenschlägt. So, ich habe jetzt hier hinten alles fest. Jetzt kann ich einfach hier mit dieser Schraube kann das weiter rausdrehen, so weit bis ich, jetzt bin ich schon im Minusbereich, ich habe gern so um die minus 20, also 2 Zehntel Millimeter. Das hat sich bei mir gezeigt, dass das optimal ist. Ihr könnt gerne jeden anderen Wert einstellen, nur wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, halt hier
etwas nach hinten offen zu gehen. Bevor ich das jetzt wieder festschraube, muss ich hier oben etwas drücken. Das sieht man auch an der Uhr, die bewegt sich dann. Und dann erst schraube ich das Ganze fest, damit sich das nicht mehr bewegen kann. Und damit passt das Ganze und der Parallelanschlag, ich mache mal die Schraubzwinge los, kann man jetzt getrost darüber schieben und das läuft so, wie man es eingestellt hat, parallel zu dieser Nut. Ein sehr, sehr schönes Projekt und wie gesagt, danke Simon, also diese Sachen sind wirklich toll, das funktioniert hundertprozentig. Ich muss demnächst jetzt noch das zweite Teil, was ich dabei habe, das ist noch ein Adapter für das Sägeblatt einzustellen, da muss ich mal schauen. Ihr habt ja gesehen, ich habe es früher immer mit an der Leiste gemacht, eingestellt. Dann gab es noch die Möglichkeit mit dem Messschieber und ich habe mir auch schon mal ein Brett zurechtgeschnitten und das dann dazwischen geklemmt. Ging auch so einigermaßen, aber das hier ist wirklich eine super Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann, Gruß, euer Jürgen.